Hallo und herzlich willkommen. Heute machen wir einen total absurden Vergleich. Ein Pössl Campster gegen ein Pössl Vario 499. Absurd, weil die Autos eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Vergleichbar aber eben doch, weil im Prinzip gleiche Länge mit beiden knapp unter 5 Metern, nahezu gleiche Breite. Der ist ein Tick schmaler und wenn das Dach hoch ist, sogar die gleiche Höhe. Und wie sich das konzeptionell in den Fahrzeugen darstellt und was die Vor- und die Nachteile der einzelnen Autos sind, das schauen wir uns in dem heutigen Video mal genauer an. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns von Togo aus Stove. In dem heutigen Video, wie eben gesagt, zeigen wir euch mal zwei grundverschiedene Konzepte, weil wir immer wieder merken, dass die Leute gar nicht so richtig, wenn jemand neu mit Camping anfängt, gar nicht so richtig wissen, wo sie anfangen sollen. Man hat irgendwie eine Idee, vielleicht eine Stellplatzgröße oder irgendwas in der Größenordnung und sagt, wie setze ich denn das jetzt um? Wie werde ich zum Camper? Und das sind zwei Lösungen, die für euch potenziell sein könnten, wenn ihr wenig Platz zu Hause habt und ein Auto sucht, was man im Alltag auch gut bewegen kann. Wie eben gesagt, wir haben zwei Autos, die von den Maßen nah beieinander sind. Jedenfalls, wenn man sich nur die technischen Daten anguckt. Wir haben 495 beim Campster Prospektangabe, 496 beim Vario 499. Der Vario 499, der ist jetzt ein Fiat Ducato vom Basisfahrzeug, ist 2,5 Meter breit. Da ist natürlich der Campster auf dem Space Tourer deutlich schmaler mit 1,92 Meter. Also wir haben hier 13 cm weniger Platz. Das mit der gleichen Höhe ist natürlich etwas falsch dargestellt, weil man ja nicht mit dem aufgestellten Dach fährt. In dem Augenblick, wo das Dach oben ist, ist tatsächlich die Höhe relativ ähnlich, aber leider für diesen Vergleich irrelevant. Der Vario 499, so wie er hier steht, ist 3,12 Meter laut Prospekt hoch. Der Wagen, wenn wir das Dach runterklappen würden, 1,99. Und ich denke im Prinzip genau da ist der Ansatzpunkt, wo man schon mal gucken kann, in welche Richtung geht es für mich. Nehme ich nämlich so einen Citroën Space Tourer mit dem Campster als Basisfahrzeug, dann habe ich ein Fahrzeug, mit dem ich volle Stadttauglichkeit, Tiefgaragentauglichkeit mit 1,99 habe und einen PKW, der sich einfach perfekt bewegen lässt. So wie er hier steht, in dieser wunderschönen Farbe als Campster Kult. Ist das Fahrzeug mit 180 PS, einer 8-Gang-Automatik, Abstandsregeltempomat, allen möglichen Assistenzsystemen ausgestattet, Lichtpaket mit Xenon, also nahezu ein PKW, wohingegen der Vario 499 ein großartiges Auto ist, aber er ist halt ein Transporter bei Geburt. Das heißt, wir haben hier im Prinzip ein Auto, was im Laufe der Entwicklung immer näher an die PKW-Welt rangeführt wird, aber ich merke natürlich im Alltag schon, die Breite des Fahrzeugs und dem fehlen natürlich auch solche Dinge wie die Assistenzsysteme, weil er eben bei Geburt ein Fiat Ducato ist. Andersrum muss man sagen, ich sitze hier drin ganz toll, ich sitze leicht erhöht, so ein bisschen diese Bully-Feeling, was da aufkommt und das ist sicherlich eine coole Sache. Also es ist einfach von der Grundidee, muss man sich überlegen, will ich ein Auto, was das perfekte Wohnmobil ist und was man dann versucht, so gut wie möglich stadttauglich zu machen. Oder will ich einen PKW, der ein perfekter PKW ist, den ich versuche, so gut wie möglich zum Wohnmobil zu machen? Und das ist die Frage, die ihr euch stellen müsst. Und was das in der Konsequenz im Innenraum zu bedeuten hat, diese unterschiedlichen Maße, das schauen wir uns jetzt mal links und rechts oder für euch links und rechts ganz in Ruhe an. Wenn wir bei diesen Fahrzeugen über Alltagstauglichkeit und ich ersetze einen PKW im Alltag sprechen, dann muss man natürlich auch gucken, wie mache ich denn die Dinge, die über Camping hinausgehen, im normalen Alltag. Und da habe ich zum Beispiel beim Campster, beim Venster, seinem Schwestermodell übrigens auch einfach den großen Vorteil, dass ich zum Beispiel die Klappe hier oben separat öffnen kann und hier wunderbar meinen Einkauf einladen kann, wenn ich aus dem Supermarkt komme und eine enge Parklücke habe. Habe ich was Sperrigeres, Großes, kann ich aber natürlich auch die große Klappe aufmachen und habe hier unter dem Bett die Möglichkeit, in einem echten großen Kofferraum richtig viel einzuladen. Das heißt, ich habe hier wirklich einen Kombiersatz in dem Sinne.
Und wenn man wollen würde, ich kann das Bett, die Sitzbank hier komplett rausnehmen, dann habe ich in dem Fall auch gleich ein Fahrzeug, mit dem ich einen Umzug machen kann. Beim Vario 499, du hast hier nicht den Kopf, du bist da. Kann man die kleine Klappe auch von innen aufmachen? Leider noch nicht. Wir arbeiten an der Lösung. Gebt mir noch ein bisschen Zeit, wir stellen das vor, sobald wir das haben. Beim Vario 499 habe ich von vorne bis hinten ganz konsequent auf Wohnmobil getrimmtes Fahrzeug. Das heißt, öffne ich die Klappen, zum einen sind es 2 klassische Transporterklappen, bin ich hier hinten direkt im Badezimmer. Was toll ist, wenn ich im Urlaub bin, weil ich die Dusche und alles rausnehmen kann, macht aber natürlich im Alltag einen etwas kleineren Kofferraum. Auch hier ist ein großer Raum und wenn man sich auf der Zunge zergehen lässt, dass wir auch hier ein Wohnmobil haben, was 499 nur lang ist, dafür kriege ich hier Tisch, Stühle perfekt rein. Aber es ist natürlich kein Auto, mit dem ich einen Umzug von Kind, Enkelkindern oder mir selbst mal eben nebenher erledigen kann, was der Pössl Kempster eben durchaus machen könnte. Willkommen im Pössl Kempster. Der Kempster ist ein Auto, in dem zelebriere ich das Outdoor-Feeling. Mehr draußen in der Natur kann ich eigentlich nicht sein. Ich habe eine große Schiebetür auf der einen Seite. Ich habe hier hinterm Küchenblock noch eine zweite große Schiebetür. Ich habe das Dach, was ich aufstellen kann. Das ist im Prinzip wie unter einer Veranda sitzen. Ich habe ein festes Dach über dem Kopf. Ich habe ganz viel Licht und Luft hier drin. Und wenn ich irgendwo beim Kiten bin, es ist so die perfekte Base, wenn man einfach nur mit einem kleinen Auto irgendwo hin will, schnell alles zur Hand haben will. Und ich habe hier auch einen Raum, wo ich denke, ich kann mich zu dritt oder zu viert ganz gut aufhalten. Also wenn man irgendwie mal mit Freunden zusammensitzt am Strand, dann kriegt man das hin und hat halt auch alles perfekt dabei. Ich habe eine Kühlbox mit dabei, ich habe eine Heizung, ich habe einen Kocher mit 2 Flammen, ich habe Frisch- und Abwasser, allerdings hier kein Warmwasser. Ich habe halt alles reduziert. Was diesem Auto halt komplett fehlt, ist das Thema Warmwasser, Dusche, Toilette. Aber das ist für die Leute, die mit Aufstelldach fahren, in der Regel auch überhaupt kein Problem, weil man halt sagt, ich habe Stellplätze zur Verfügung, ich brauche den Strom dauerhaft sowieso und wenn ich duschen will, dann will ich einfach warmes, fließendes Wasser in einer echten Dusche haben. Aber konzeptionell ist es einfach so, dass ich denke, man hat den gesamten Raum so als eins und das fühlt sich einfach wahnsinnig gemütlich an. Und willkommen im Vario 499. Das ist halt schon crazy, wenn man sich überlegt, dass beide Fahrzeuge 499 sind. Im Verhältnis zu drüben ist das halt ein echtes Wohnmobil, quasi ein Palast, in dem man hier vorne wohnt. Wir haben Deckenhöhen wie in einer Altbauwohnung. Wir haben alles mit dabei. Das ist schon sehr beeindruckend. Aber es ist natürlich ein ganz anderes Feeling. Also es ist tatsächlich einfach so, wie ich in meinem Leben schon immer Wohnmobil erlebt habe. Ich habe Fahrer, Beifahrersitz drehbar, ich habe die Bank. Was ich ganz charmant finde, ist, dass Fahrer und Bank sich gegenüber sitzen. Dadurch hat man einfach ein ganz klassisches Sitzgruppenfeeling. Aber ich bin eben auch nicht so sehr draußen, wie ich das im Kempster bin. Von der Sitzfläche ist beides gemütlich. Ich habe halt hier neben der Sitzbank noch den Durchgang nach hinten, wo ich beim Kempster die Küchenzeile habe. Und habe hier das gesamte Konzept halt so, dass ich Stehhöhe im ganzen Auto habe. Das heißt, ich kann mich hier wunderbar im Fahrzeug bewegen. Habe den Küchenblock hier vorne, ich meine, können ja mal kurz einen Blick reinwerfen, habe den Küchenblock hier als 3-Flammenkocher.
Den Vario 499 haben wir ja im Detail auch schon in einem Video vorgestellt. Das verlinken wir euch oben in der Ecke nochmal, dass ihr einen guten Eindruck bekommt. Wenn ihr sagt, das Auto gefällt mir, würde ich gerne mehr zu wissen, einfach das Video mal in Ruhe anschauen. Da zeigen wir genau die Details, nehmen die Maße und machen all solche Dinge. Aber ich meine, zieht euch das mal rein hier. Ich bin 1,92. Das ist schon echt groß und viel Stauraum. Ich habe natürlich auch alles andere dann dementsprechend größer, wenn ich so viel Volumen zur Verfügung habe. Ich habe einen großen Kühlschrank mit dabei. Ich habe echte große Stauräume. Es ist halt ein vollwertiges Wohnmobil. Aber wenn ihr jetzt losgeht und sagt, gut, wir sind mitten in Hamburg, jetzt wohne ich in Winterhude und ab in die Tiefgarage, das geht halt einmal mit viel Schwung und dann ist es das gewesen mit diesem Fahrzeug. Also es ist einfach wirklich eine konzeptionelle Frage. Was fühle ich selber? Bin ich eher der Bulli-Surfer, freizeitorientierte Kurztrip-Mensch, dann ist wahrscheinlich so ein Campster eine tolle Lösung. Oder will ich vielleicht längere Reisen machen oder brauche ein besonders großes Bett und will einfach mehr Wohnmobil haben. Dann kann so ein Vario 499 natürlich eine ganze Menge mehr. Wenn wir beim Vario 499 von einem Palast auf 499 sprechen, dann sollte man natürlich auch seinen Thron haben. Haben wir. Check. Haken dran. Nein, Spaß beiseite. Ist natürlich schon so, dass ich in einem Fahrzeug, wo ich eine richtige Nasszelle habe, habe ich hier eine richtige Kassettentoilette. Das heißt, ich bin wirklich komplett autark. Ich habe eine Truma-Heizung mit warmem Wasser. Das heißt, ich kann hier wirklich mit warmem Wasser duschen. Ich kann das nach draußen ziehen, mich hier draußen wunderbar abduschen und ich habe hier auch eine Duschwanne, dass ich auch im Fahrzeug duschen kann. Beim Campster geht sowas natürlich zugunsten der Alltagstauglichkeit einfach flöten, weil wir beim Campster den großen Kofferraum haben und der einfach konzeptionell nicht darauf ausgelegt ist, da drin wirklich zu duschen. Dementsprechend haben wir dort auch kein Warmwasser und keine echte Duschmöglichkeit. Aber da gibt es mit Solarduschen, mit Heckklappenzelten so viele tolle Lösungen, dass man einfach ganz klar sagen kann, man kann mit dem Campster auch wahnsinnig viele tolle Sachen machen. Man muss nur alle Dinge einmal neu und anders denken, als wir aus der klassischen Wohnmobilschiene das machen. Und man darf natürlich immer nicht vergessen, wie viel mehr Volumen wir am Ende des Tages haben. Und dadurch kann man einfach Dinge anders darstellen, zum Beispiel das Bett. Und das ist da direkt über der Sitzgruppe und das klappen wir jetzt mal runter und werfen da einen Blick rein. Wenn ich beim Vario 499 abends ins Bett gehen will, klappe ich hier einfach das Bett runter. Ich habe immer noch volle Sitzhöhe, das ist was beide Fahrzeuge eint, und habe hier oben ein Bett. Das haben wir im letzten Vario 499 Video gemessen. Grob gesagt 2 Meter lang, 1,70 breit. Das ist natürlich ein gewaltiges Brett. Nicht Brett, also es ist ein Brett von Bett. Es ist auf jeden Fall ein tolles Bett, wo man wirklich zu zweit oder auch zu dritt drin schlafen kann. Und das ist natürlich bei einem Fahrzeug, was schon 13 cm schmaler ist, in dem Campster ein bisschen eine andere Nummer. Und da schauen wir jetzt mal, wie breit das Bett drüben ist. Beim Campster habe ich auch ein klappbares Bett. Zwar fasse ich hier einfach nur einmal kurz an, ziehe das Bett nach unten und habe hier die Matratze. Auch vom Campster haben wir ja schon ein sehr, sehr ausführliches Video gemacht. Das verlinken wir euch in der Ecke ebenfalls nochmal. Da sind jetzt die genauen Maße drin. Wir haben gesagt, in so einem absurden Vergleich wie heute geht es um die Konzepte, dass man eine Idee bekommt, was da ist. Aber ob das Bett jetzt 1 Zentimeter breiter oder schmaler ist, interessiert nicht, sondern erstmal, was für euch die richtige Richtung ist. Natürlich habe ich beim Auto, wo ich 1,99 Tiefgaragenhöhe einhalten will, eine relativ dünne Matratze, das aber auf dem Punkt elastischen Lattenrost und damit auch mit einem großen Schlafkomfort. Was man hier halt ganz klar sagen muss, ist, es ist halt einfach wie Zelten mit Fußbodenheizung und festem Dach. Man hat irgendwie das Beste aus beiden Welten. Das ist viel Luft, viel Licht, es fühlt sich an wie draußen stehen. Ich habe den perfekten Rundumblick, ich habe viel Raum nach oben. Ich habe hier so ein Regenfenster, die Fliegengitter. Da, wo ich im Vario 499, wenn ich rausgucken will, ganz bewusst ein Fenster aufmachen muss, findet hier das Leben irgendwie gemischt drin und draußen statt. Und das, glaube ich, ist was einfach so unterschiedlich ist im Feeling, dass jeder für sich selber entscheiden muss, was bin ich denn vom Typ. Und auch wenn ich hier das Bett runtergeklappt habe, wenn wir einmal eine Etage nach unten gucken können, ich überfall da jetzt etwas mit, geht das? Ja, jetzt hängen wir fest, nee, geht, perfekt. Es ist einfach so, auch so, wenn das Bett unten ist, habe ich hier absolute Sitzhöhe und wenn jetzt irgendwie Kinder oder einer oben schon schläft, kann ich das wunderbar machen. Apropos Kinder, was mache ich, wenn ich mit verschiedenen Personen reisen will?
Beim Campster habe ich eben die Möglichkeit, diesen gesamten Küchenblock rauszunehmen und den Campster zum Beispiel als 7-Sitzer zu bestellen. Und damit ist das ein Alltagsmonster. Also wie cool ist das denn, dass ihr ein Wohnmobil habt, was im Alltag ein perfekter Vierschläfer ist. Doppelbett unten, Doppelbett oben. Das sind zwar 2 schmale Betten, aber eben schon gute Betten. Und wenn man im Alltag zu Hause ist, nehmt ihr den Küchenblock hier einfach raus, gibt eine Dreiersitzbank und die Sitzbank rutscht nach hinten und dann haben wir 3, 5, 7 Sitzplätze insgesamt. Das heißt, man kann 2/3 einer Fußballmannschaft mit diesem Fahrzeug transportieren. Beim Vario 499 drüben habe ich Fahrer-Beifahrersitz und die Zweiersitzbank. Und dann ist im Prinzip vorbei. Mehr Personen als 4 gehen nicht. Und auch wenn ich mit mehr als 3 Personen schlafen will, ist das im Vario 499 ein Fahrzeug, was halt ganz konsequent für 2 ausgelegt ist, bei dem ich ein Zusatzbett bauen kann. Und hier ist es wirklich ein Auto, was sicher zu zweit oder zu dritt richtig komfortabel ist, was ich aber eben auch zu viert richtig gut nutzen kann. Im Pössl Campster auf Basis von dem Citroën Space Tourer habe ich ein echtes Pkw-Cockpit. Ich sitze hier wie in einem Kombi, ich fühle mich wie in einem Kombi. Es ist ein Lederlenkrad, ich habe ein Multifunktionslenkrad, ich habe ein Navigationssystem, was sich perfekt hier einfügt. Ich habe eine 2-Zonen-Klimaanlage, beziehungsweise sogar noch hinten eine zweite Klimaanlage mit dabei. Und so wie dieser Campster-Kult hier steht, habe ich den jetzt mit 180 PS und Automatik hier stehen. Und dann bin ich echt nicht weit weg von einer Limousine letztendlich beim Fahren. Ich habe hier unten meinen Wahlknauf für den normalen Automatikhebel. Und wenn ich beim Fahren irgendwas beschleunigen will, habe ich sogar Schaltpedal hier. Das kenne ich aus der Wohnmobilwelt nicht. Ich bin Transporter und T4 mit 78 PS von früher gewohnt. Das ist hier mit 180 PS, 8-Gang-Wandlerautomatik eine ganz andere Nummer beim Fahren. Was ich halt ein super witziges Detail für den Alltag finde, ist, ich habe 2 Rückspiegel. Anfangs habe ich mich immer gefragt, warum 2 Rückspiegel. Aber es ist halt ganz klar so, der eine, um hinten raus zu gucken, was ich hier übrigens kann, beim Vario 499 eher nicht. Und der zweite ist einfach, um die Kinder hinten zu beobachten. Da sieht man schon, wie sehr dieses Fahrzeug auf Familienbedürfnisse ausgelegt ist. Von den Ablagen ist das auch so ein bisschen Pkw-Niveau, glaube ich. Das heißt, ich habe hier Ablagen, ich habe große Handschuhfächer, viele offene Ablagen, USB mit dabei. Das Auto hat Apple CarPlay, all sowas in der Konfiguration, wie wir das jetzt haben. Kurz gesagt, ein echter Pkw. Und was kostet der? Dieses Fahrzeug kostet im Grundpreis, so wie er hier steht, 43.499 € mit 180 PS und Automatik. Das muss man ehrlicherweise sagen, mit Lichtpaket, mit den ganzen Fahrassistenzsystemen und allem, was wir hier mit dabei haben. So wie der Wagen hier steht, dürften wir uns irgendwo knapp Mitte 50 einpendeln. Das ist im Vergleich zu einem VW California oder Marco Polo ein super Schnapper, aber natürlich trotzdem in Summe ein teures Fahrzeug. Solltet ihr sagen, das Konzept des Campsters gefällt mir, aber eigentlich brauche ich noch weniger Wohnmobil für meinen Alltag, schaut euch mal den Pössl Vanster an. Haben wir natürlich auch schon ein Video von gemacht. Der ist noch mehr Pkw und hat einfach hinten eine Küche, die ich komplett rausnehmen kann und ist im Alltag einfach der normale Citroën Space Tourer mit Aufstelldach und Drehkonsolen vorne. Wir machen hier mal das Radio aus. Wieder eine letzte Sache noch, was ich immer ganz witzig finde. Wir haben hier zum Beispiel auch ein Head-Up-Display drin, wo ich Navigationsbefehle, Fahrtempo und sowas alles sehe, wenn ich unterwegs bin. Wir machen jetzt hier alles aus, schauen mal rüber in Vario 499 und gucken mal, wie weit man den Fiat Ducato in Pkw-Situation bekommt. Prägt euch meine Sitzposition ein. So viel Platz habe ich im Pössl Campster auf dem Citroën Space Tourer und so sitze ich im Pössl Vario 499. Es ist halt schon deutlich mehr Transporter. Ich sitze gefühlt viel höher. Ich kann dem Space Tourer Fahrer quasi gucken, was er auf dem Schoß liegen hat und kann wunderbar gucken. Ich persönlich sitze hier drin gut. Ich fühle mich richtig wohl. Was mir direkt auffällt, ist dadurch, dass das Fahrzeug so viel breiter ist, habe ich hier den Arm nicht wie beim Space Tourer auf der Tür liegen, sondern brauche eine separate Armlehne. Die habe ich zum Glück hier auch serienmäßig mit dabei, aber für mich ist das eine total relaxte Sitzposition. Das sind jetzt 2 Autos, die sich auch wirklich gut vergleichen lassen, weil wir hier den Fiat als Basisfahrzeug haben, in dem Fall mit 160 PS und eben auch mit einer Wandlerautomatik. 9 Gänge hier, 8 Gänge drüben. Vom Preis muss ich mal kurz auf meinen Spickzettel gucken, damit ich keinen Quatsch erzähle. Der Vario 499 kostet im Grundpreis 45.000 €, damit man so einen fairen Grundvergleichpreis hat. Mit 160 PS und der 9-Gang-Automatik
haben wir hier ein Fahrzeug, was dann in Summe knapp 50.000 Euro kostet. Das heißt, sehr einfach gesprochen, 5.000 Euro mehr als der Campster drüben. Wenn man die Ausstattung, die dieses Fahrzeug jetzt mit dabei hat, wir haben hier inzwischen auch Solaranlage und all solche Dinge mit aufgebaut, dann kostet der Vario 499, wie er hier steht, knapp über 60.000 Euro. Gewichtsmäßig kann man ganz klar sagen, beide Fahrzeuge sind unter 3,5 Tonnen, werden dementsprechend ganz klar wie ein Pkw bewegt. Ich habe keine Fahrbeschränkung, ich habe kein Lkw-Überholverbot, ich kann alle 3 Jahre zum TÜV am Anfang und dann im 2-Jahres-Rhythmus, also es gelten die gleichen Regeln, die für Pkws auch gelten. Apropos Pkw, beim Campster kann man, falls ihr das Auto irgendwie geschäftlich nutzt, entscheiden, ob man den Wagen als Multifunktionsfahrzeug zulässt, dann ist er vielleicht etwas einfacher steuerlich zu erklären. Oder eben als Wohnmobil. Der Vario 499 ist natürlich immer ausschließlich ein Wohnmobil. Ja, das gesamte Cockpit hier ist eben auch eine, ich finde inzwischen hat das Fiat Ducato Cockpit über die letzten Jahre mit verschiedenen Facelifts sich richtig schön der Pkw-Welt genähert. Wir haben hier die Chromringe am Tacho, wir haben das alles schön integriert. Das Radio kann auch Navigation, Rückfahrkamera, all die Dinge, die man in dem Space Tourer drüben auch hat. Und was hier zum Beispiel ein schönes Feature ist, ist die Smartphone- und Handyhalterung. Also auch das ist ein Auto, was inzwischen echt durchdacht gemacht ist. Den Schritt zum Wohnmobil merkt man hier wieder, wenn ich das Thema Fahrerhausverdunklung angehe. Hier habe ich ein richtiges Faltplissé und mache das dunkel, so wie ich das von jedem anderen Wohnmobil kenne. Das habe ich eben drüben nicht, da muss ich mit Isomatten arbeiten. Wenn ihr jetzt sagt, okay, der Campster ist mir ein bisschen zu sportlich für den Alltag, aber ich will auch nicht oben im Dachbett schlafen, dann könnte man tatsächlich auch einen Vergleich machen, was ist eigentlich mit so einem Pössl Touring Plus zum Beispiel. Da habe ich ein Fahrzeug, was auf 6 Meter Länge unfassbar attraktiv ist, preis-leistungstechnisch gesehen, günstiger ist als diese beiden Fahrzeuge, aber dabei ein bisschen größer. Da geht natürlich ein bisschen Alltagstauglichkeit verloren bei auf der Strecke, aber ich habe halt noch mehr Wohnmobil. Ja, ich denke, dass ihr einen ganz guten Eindruck davon bekommen habt und wir wollen euch einfach nur mitnehmen auf die Reise zu sagen, wo könnte ich denn campingmäßig mich zu Hause fühlen. Und das soll einfach mal so ein Anstoß sein, manchmal vielleicht die ausgetretenen Wege zu verlassen, wo man sagt, ich will auf jeden Fall einen großen Kastenwagen oder ich will auf jeden Fall ein Auto mit Aufstelldach. Es gibt so viele Zwischenlösungen und wenn ihr für euch rausfindet, was ihr für Typen seid, dann finden wir für euch raus, was das richtige Auto für euch ist. Und damit habt ihr dann eine Lösung und es gibt auf jeden Topf den berühmten passenden Deckel. Man muss nur wissen, wo er liegt. In diesem Sinne, was für eine Binsenweisheit zum Feierabend. Sehr schön. Wünsche ich euch viel Spaß mit den weiteren Videos. Lasst euch treiben, lasst euch inspirieren, was es für Autos gibt. Und dabei wünschen wir euch viel Spaß, auf dass ihr das richtige Auto für euch findet.